Der Wohnungsstil sagt sehr, sehr viel über eine Person aus. Der Eingangsbereich ist der wichtigste Ort in deiner Wohnung. Mit einem guten Plan, ein bisschen Zeit und ein bisschen Budget kannst du hier wirklich eine richtige Wohlfühloase schaffen. Hi, ich bin Celine und ich bin Gestalterin für visuelles Marketing. Ich bin Katrin, arbeite für einen Interior-Online-Shop im Marketing und ich mache Kunst. Wir zeigen dir heute, Wie du deinen Flur in einen ganz praktischen und wunderschönen Eingangsbereich verwandelst. ich möchte meinen Flur umgestalten, weil meine Schuhe erstens zu viel sind und zweitens total unaufgeräumt. Ich habe hier einen Wunschzettel geschrieben, was mir wichtig ist für meinen neuen Flur. Es ist mir wichtig, einen offenen Schuhschrank zu haben. Die Farbakzente dürfen nicht fehlen, hier ist es ein bisschen trist. Und dass die Garderobe in Szene gesetzt wird. So Katrin, und das ist unsere Challenge, aus diesem Flur einen Hingucker zu machen. Okay, offener Schuhschrank, Farbakzente und Garderobe in Szene setzen. Ich würde sagen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Challenge accepted. Der Flur ist für mich Ein herzlich willkommen. der erste Blick in eine Wohnung und somit auch irgendwo das Herzstück. Praktisch eine Visitenkarte der Wohnung. Die Wohntrends für den Eingangsbereich sind helle Farben, Warme Töne, auch sehr gerne Beige-Töne. offene Schränke und ein freundliches, helles Bild. Der erste Schritt, wenn wir den Flur neu gestalten, ist erstmal auszuräumen, auch schon mal ein bisschen auszusortieren und dann natürlich die Wand neu zu streichen. So, dann gucken wir mal, welche Farbe wir nehmen. Ein helles Grau. Wir werden die Wand in einem hellen Grau streichen, denn das ist super neutral, passt erstens gut zum schwarzen Schuhregal, was wir noch machen werden. Plus hat Celine genau die Farbe schon mal in ihrer Wohnung im Wohnzimmer aufgegriffen. Das heißt, wenn wir das hier im Flur nochmal einsetzen, haben wir so einen richtig schönen roten Faden. Ganz wichtig dabei ist, dass du die Farbe umrührst. Denn wenn du die nicht richtig umrührst, hast du in deiner Farbe einen Farbverlauf, den man natürlich nicht haben möchte. Noch ein wichtiger Tipp fürs Streichen. Wenn du die Rolle frisch mit deiner Farbe eingerollt hast, dann fängst du am besten von der Mitte der Wand an und streichst von oben nach unten. Denn wenn du von direkt hier oben mit deiner ganzen neuen frischen Farbrolle einrollst, dann geht es da oben ja nicht mehr weiter und du kannst die Farbe nicht richtig verstreichen. Der Stil meiner Wohnung ist sozusagen so ein bisschen im letzten Jahr. Da waren auf jeden Fall Farben und Muster total angesagt, in Kombination mit Holz und sehr viel mit schwarzem Stahl. Was ich dir jetzt noch mitgebe, sind die Deko-Faustregeln. Und zwar fängt es an mit der magischen Zahl 3 oder 5. Einfach, dass du beispielsweise jetzt hier eine Vase hast, 2 Kerzen, ist ein wunderschönes Dreier-Set. Die zweite Regel ist der Pyramidenbau. Das heißt, wir dekorieren vom höchsten Punkt zum niedrigsten Punkt runter. Kommen wir zum goldenen Schnitt. Es ist nicht die Mitte, sondern es ist immer ein Stückchen nach rechts oder nach links verlegt. Und wenn ihr diese Deko-Tipps auch einhaltet, dann kann nichts mehr schief gehen. Wenn du mehr Styling-Tipps für dein Zuhause suchst, abonniere den Kanal. Mein Interior Must-Have sind Blumen, Pflanzen, all das bringt einfach Leben in ein Zuhause. Dekoration, die einfach noch mehr Charakter zeigt und auch Persönlichkeit in der Wohnung irgendwo schafft. Ich zum Beispiel habe eine Fischvase, die ich wahnsinnig liebe und einfach in jede Wohnung mitnehme. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsplatz in meiner Wohnung. Und zwar zu meinem Plattenspieler. Das ist mein absolutes Herzstück hier, weil ich hier meine alten Platten anhören kann und direkt auch hier dann meine Tanzfläche habe. Und das hier ist mein Lieblingsplatz. Das ist so ein bisschen meine Kreativecke. Hier verbringe ich sehr, sehr viel Zeit und es wird, wie man sieht, auch definitiv fleißig gearbeitet. Ich liebe es auch, mir so ein paar Moodboards immer zu erstellen, mir überall Inspiration zu holen und das dann auch in die Bilder mit einzuarbeiten. Das Malen ist wirklich ein sehr, sehr großer Teil meines Alltags und auch wahnsinnig wichtig für mich. Es ist super gut zum Abschalten, zum Runterkommen und deswegen das Schönste, was ich mir tatsächlich vorstellen kann. An der Wand sieht man auch nochmal ein Bild von mir. Das ist tatsächlich auch eins meiner ersten Bilder und deswegen hat es so einen emotionalen Wert.
Kunst macht eine Wohnung einfach wahnsinnig persönlich und bringt sehr, sehr viel Charakter. Kunst ist was total Subjektives und deswegen zeigt Kunst schon sehr genau, welchen Geschmack du hast. Ich finde, dass dieses Bild hier absolut perfekt zu Celines Wohnung passt, weil es natürlich einerseits von der Größe wirklich wie gemacht für ihren Flur ist und andererseits einfach diese schönen schwarzen Akzente hat, die sie überall in der Wohnung hat. Und ich glaube, da können wir was richtig Schönes zaubern. Sieht richtig schön aus. In Kombination mit der Wand. Passt wunderbar. Wir haben uns für ein offenes Schuhregal entschieden. Die schwarzen Akzente sieht man ja schon. Und die Seile, womit die Bretter verbunden sind von dem offenen Schuhregal, werden von oben von der Decke runtergehängt. Plus es ist immer eine ganz gute Idee, gerade bei einem kleinen Raum wirklich was Luftiges zu nehmen, was Leichtes. Und durch diese Hängeoption ist es auch echt nochmal ein richtiger Hingucker. Wenn ihr das Ganze jetzt auch zu Hause selbst machen wollt, müsst ihr wirklich keine handwerklichen Profis sein. Man braucht natürlich schon ein bisschen Geschick, aber das Wichtigste ist vor allem genau zu arbeiten, damit das mit den Brettern hier wirklich auch gut aussieht. Die Schwierigkeit ist, dass die Knoten immer genau dort sitzen, denn sonst wird das Ganze schief und nachher fallen noch die Schuhe runter. Als letzten Schritt schneiden wir es jetzt einmal hier unten ab. Der letzte Knoten. Zack. Ganz wichtig, nicht vergessen anzubrennen, denn dann rüppelt das Seil nicht auf. Einrichtung ist wichtig, weil du dich tagtäglich damit umgibst. Also ein Zuhause soll dein Wohlfühlort sein, soll dein Rückzugsort sein. Der Wohnungsstil sagt sehr, sehr viel über eine Person aus. Also natürlich nicht nur, welchen Geschmack du hast, sondern auch, welche Persönlichkeit du hast. Und wie viel Leben und Energie auch in einem dann drin steckt. Ich glaube, den eigenen Einrichtungsstil kann man wirklich nur durch Experimentieren finden. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und ein weiterer Tipp ist, wenn du handwerklich begabt bist, selber zu bauen. Das hat mir damals sehr geholfen. Damit der Flur jetzt wirklich perfekt wird, räumen wir noch den Schuhschrank hübsch ein, gucken so ein bisschen, dass es auch mit den Abständen hier passt und machen es natürlich noch ein bisschen persönlicher für Celine, damit sie sich auch wirklich wohlfühlt. Wir haben jetzt uns darauf geeinigt, dass wir die nach Farben sortieren. Erstens ist es nochmal ein kleiner Hingucker, wenn das farblich alles passt. Und man hat direkt, wenn man sein Outfit im Spiegel sieht, weiß man direkt, in welches Fach man greifen muss. Das Licht mit der Batterie finde ich besonders gut, denn erstens braucht man keine Angst haben, dass es irgendwas anbrennt und zweitens, wenn man dann nachts nach Hause torkelt, dann sieht man auf jeden Fall schon mal, wo die Schuhe hinkommen. Das Beste am Umgestalten für mich ist, dass es einfach frisch und neu ist, neuer Energie. Für mich ist das Schönste am Umgestalten, wenn es sich so langsam Richtung Ende neigt und man schon sieht, wie das Endergebnis aussieht und man dann auch definitiv richtig stolz ist, was man da gezaubert hat. Tada! Tada! Fertig ist das gute Stück. Und das ist das Wichtige an einem engen Flur. Damit das nicht so vollgestopft wirkt, packen wir jetzt bewusst hier nur den Hut und die Tasche rein. Also ich bin zu 100% zufrieden, weil alle Punkte, die ich mir für meine Garderobe gewünscht habe, sind in Erfüllung gegangen. Also das Offene, das Freie, dass es nicht zu eng, nicht zu gedrungen ist. Ich finde, all das haben wir alles ganz gut umgesetzt. Ich finde, wir haben aus diesem kleinen Raum wirklich das Maximum rausgeholt. Es passt alles wundervoll zusammen, sieht total gut aus und deswegen, glaube ich, besser hätte es nicht sein können. Haben wir gut gemacht. Auf jeden Fall. In Bezug auf den Flur freue ich mich am meisten, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und direkt ein schönes Willkommen habe.